Der Plan war einfach: Gipfel besteigen, geheime Tunnel erkunden und im Biwak übernachten. Ich hatte nur nicht damit gerechnet, was für ein Gewitter da hinten aufzieht. Es ist 14 Uhr, das heißt, ich bin heute sehr spät gestartet und man merkt es, weil es ist extremst heiß. Der Rucksack ist heute etwas schwerer, als mir lieb ist, aber dafür habe ich ein richtig gutes Abendessen mit dabei. Wir sind hier bei der ersten Hütte angekommen und hier werde ich mal eine Pause machen. Mittlerweile ziehen immer mehr Wolken herein. Einerseits angenehm, weil die Sonne verdeckt ist, andererseits schauen die echt nach Regen aus. Ich werde jetzt schauen, dass ich relativ zügig zum Biwak komme. Ich habe zwar Regenausrüstung natürlich mit dabei, aber mir wäre es lieber, wenn ich jetzt nicht nass werden würde. Also man kommt rein, dann haben wir hier 3 Stockbetten, hinten 2 und auf der rechten Seite auch nochmal 3. Hier unten haben wir noch 2 Sessel, etwas Werkzeug und Gas zum Kochen und da hinten ist, glaube ich, Wasser drin. Definitiv ein kleines Biwak, aber für die Nacht wird es auf jeden Fall ausreichen. Ich räume jetzt alle Sachen raus aus dem Rucksack, die ich nicht mehr brauche, werde dann eine kleine Pause machen, was essen und dann geht es weiter bis zum Gipfel. Der Rucksack ist um 10 Kilo leichter, ich dadurch wieder wesentlich schneller. Und jetzt geht's weiter. Es geht jetzt hier rauf in diesen Sattel. Dann traversieren wir hier oben rüber und kommen hier wieder runter. Ich habe Besuch bekommen. Der Weg wird jetzt wesentlich anspruchsvoller. Da oben warten einige Kletterstellen und auch seilversicherte Stellen. Und der wurde im Ersten Weltkrieg gebaut. Das heißt, da oben sind auch einige Tunnel und Stellungen an der ehemaligen Frontlinie. Da unten strahlend blauer Himmel. Hier über mir schaut es mehr nach Weltuntergang aus. Ja, hier möchte ich lieber nicht ausrutschen. Das war jetzt schon relativ steil und ausgesetzt, aber dafür wird man dann auch mit dieser Aussicht belohnt. So, ich glaube, das hier ist offiziell der höchste Punkt der gesamten Tour. Ich bin mir gerade mit dem Finger ins Auge gefahren. Da war anscheinend Sonnencreme drauf. Es brennt wie Sau. Ja, da hinten wird es immer schwärzer und schwärzer. Ich glaube, es wird Zeit, dass ich absteige. Hier nochmal das letzte seilversicherte Stück. Jetzt haben wir 2 Optionen. Entweder über diese Rinne hier absteigen oder
durch diesen Tunnel. Ich weiß, was ich nehme. Ja, im Ersten Weltkrieg war das hier ein Aussichtspunkt. Hier konnte man raus beobachten. Was das Arbeit gewesen sein muss, hier alles rauszuschlagen. Hier ist der Eingang, hier der Ausblick und hier geht der Tunnel weiter. Und dieser Tunnel sollte uns wieder zurück zu unserem Weg führen. Ziemlich cooler Abstieg. Okay, ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sieht, aber da hinten ist eindeutig Regen. Das Gute ist, dass unser Biwak direkt da vorne ist. Also werde ich mich jetzt ein bisschen beeilen, dann schaffe ich es wahrscheinlich noch trocken zu bleiben. Wobei der Weg hier runter auch gar nicht so ohne ist. Das steilste Stück ist geschafft und jetzt laufe ich noch ein bisschen zur Hütte. Der Regen schaut schon extrem nah aus. Laufen bringt halt nichts, wenn man die Kamera wiederholen muss. Und geschafft. Also ich würde sagen, perfektes Timing. Ich habe mir gerade eine Jacke angezogen und jetzt fängt es an zu tröpfeln. Heute gibt's Pizza. Jetzt etwas Tomatensauce, Salami und natürlich der Käse. Der Plan ist, die Alufolie als Deckel zu nehmen und das Ganze dann bei relativ niedriger Hitze herauszupacken. Bin mal gespannt, ob das was wird. Ich hoffe, sonst habe ich kein Abendessen. Während ich drinnen gekocht habe, hat sie draußen komplett zugezogen. Man hört auch, ein Gewitter kommt rein. Und ich sage euch, hier sind zwei Hütten. Einmal diese, einmal die da hinten. Und ich fühle mich in der hinteren wesentlich wohler. Also werde ich jetzt meine Sachen packen und mich in die hintere Hütte begeben. Ich bin gerade mitten im Kochen, es riecht schon nach Pizza, aber ich glaube, ich werde schnell rübergehen. Ja, kann sein, dass es nur Einbildung ist, aber ich glaube, dass ich hier drin sicherer bin. Außerdem ist hier die ganze Verkleidung aus Holz. Ja, jetzt schüttet es komplett. Also ich bin verdammt froh, dass ich es rechtzeitig bis zur Hütte geschafft habe. Bei dem Wetter möchte ich jetzt hier nicht absteigen. Fuck, ich hoffe, dass die Hütte wasserdicht ist. Oh. Es wird gefühlt von Minute zu Minute heftiger. Ich glaube, dass wir jetzt genau in der Mitte vom Gewitter sind. Alter, es wird immer heftiger und heftiger. Fuck. Ich glaube, das Wildeste ist überstanden. Ich mache jetzt weiter mein Abendessen. Definitiv das erste Mal, dass ich mir während einem Gewitter in einer Berghütte eine Pizza zubereite. Mal schauen. Ach ja. Ja, das sieht gut aus. Ich habe keine Ahnung, wie ich die jetzt essen soll. Ich werde das jetzt versuchen, einfach auseinanderzureißen.
Das war jetzt wirklich sehr gut. Mittlerweile ist das Gewitter auch weitergezogen, jetzt regnet es nur mehr draußen. Das Gewitter ist vorbei. Wir haben hier jetzt echt einen wunderschönen Sonnenuntergang. Einfach herrlich. So, ich glaube, es ist Zeit fürs Bett. Nachdem jetzt meine ganzen Sachen hier sind, werde ich auch gleich in dieser Hütte übernachten. Was für ein Tag. Ich bin komplett fertig. Der Wecker ist auf 5:15 Uhr gestellt. Ich hoffe, ich bin dann motiviert genug, um aufzustehen. Dann können wir uns beim Frühstück nämlich den Sonnenaufgang anschauen. Gute Nacht und bis morgen. Guten Morgen. Ich habe relativ gut geschlafen. Ich bin 1-2 Mal aufgewacht. Ich musste meine Sachen in der Nacht noch vor den Mäusen in Sicherheit bringen. Aber ansonsten relativ gut geschlafen. Ja. Draußen wird es langsam hell. Die Sonne ist aber noch nicht aufgegangen. Ich würde sagen, Zeit fürs Frühstück. So, jetzt heißt es warten auf den Sonnenaufgang. Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang in den Bergen verliert einfach nie an seinen Reiz. Hütte Nummer 1 wieder sauber. Hütte Nummer 2 ebenfalls wieder sauber. Jetzt geht's wieder zurück. Noch eine letzte Frage. Wärst du beim Gewitter lieber in dieser Hütte oder in der kleinen Hütte geschlafen? Ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat mir die hier wesentlich mehr zugesagt. Vielleicht siehst du das ja anders. Was für eine Tour. Zuerst der Aufstieg, anschließend der Beobachtungsposten, danach vom Gewitter überrascht und dann noch eine richtig leckere Pizza als Abendessen. Also ich würde sagen, das ist eine gelungene Tour. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich riesig über ein Abo von dir freuen und bis zum nächsten Mal.